Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Heute befinden wir uns auf EU7, denn auf dem Server kann man potenziell wahrscheinlich, zumindest für meine Chars, gerade das Maximalste rausholen vom Black Friday Weekend Event. Ja, 33% auf alles, aber außer Tiernahrung. Aber wir haben hier auch Fest der Festung, Epic. Ja, ist doch mal gut mit Labern hier. Wir haben hier Fest der Festungsevent halt in Kombination mit nur schwarze Steine bekommen. Das heißt, wir bekommen nur große schwarze Steine. Und ja, die hatten wir hier bisher noch nicht gehabt. Und das wird einiges nochmal hier, denke ich mal, rausholen. Wir werden in diesem Video komplett durch die Edelsteinmine skippen. Wir werden sie auch höher machen. Ja, Edelsteinmine Stufe 2 reicht mir nicht. Wir werden sie... Ja, mal gucken, ob wir die auf 10 kriegen, damit wir die Unterwelt vielleicht auch frei kriegen. Gleich müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall wird das Video vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Und dann wollte ich im gleichen Zuge auch noch ankündigen, am Sonntag um 19 Uhr möchte ich auch gerne hier auf YouTube wieder live streamen. Und ja, eventuell Rekordjäger, mir anschauen, falls es auf EU8 welche gibt, werde ich da auf jeden Fall mal versuchen, live den Abend da auch mein Auge drauf zu werfen. Und ich werde selbst natürlich auf EU8 denn auch spielen und versuchen, dort mir auch, so gut es geht, einen Vorteil natürlich zu erschaffen. Denn dort können wir auch einiges rausholen jetzt mit Black Gems auf der Stufe. Wir haben Epic Event, wir können uns neu ausrüsten. Das wird auch auf dem Server hier richtig gut abgehen. Und das werden wir am Sonntag um 19 Uhr live im Stream auf jeden Fall machen. Ich glaube, die ersten haben hier schon angefangen. Wir haben es Freitag nach 0 Uhr. Und deswegen denke ich mal, fangen die ersten schon an zu pushen, aber wir werden das Ganze am Sonntag auch begleiten. Gut, zuallererst werden wir heute natürlich hier das meiste versuchen rauszuholen. Ich mache mal kurz einen Screenshot von meinen Stats, ja, damit wir so einen kleinen Vorher-Nachher-Vergleich haben. Und dann werden wir mal schauen. Das erste, was wir machen, ist erstmal die Festung hier skippen. So, dann bauen wir mal aus. Mal gucken, wie weit wir kommen, ja. Es war zwar sehr schön gewesen, muss ich sagen, die Edelsteinmine auf Stufe 1 zu behalten, und das empfehle ich euch auch, die auf 1 zu behalten, bis ihr halt eben die Unterwelt freischalten könnt. Und dort solltet ihr dann auf jeden Fall das Ganze ausbauen, damit ihr dann auch so schnell wie möglich auf Stufe 10 die Edelsteinmine, das Herz zur Unterwelt findet. Das findet ihr halt erst auf Edelsteinmine Stufe 10, so. Und ich empfehle euch, die so low zu halten, weil halt die Steinskips halt weniger kosten, beziehungsweise, braucht ihr halt weniger Zeit, diese zu finden. So, und jetzt können wir auch tatsächlich gleich schon die ersten schwarzen Edelsteine hier gewinnen. Und das knallt jetzt natürlich ordentlich rein. Ja, und das werden wir jetzt auch machen. Wir werden hier versuchen, so viele wie möglich Steine zu bekommen. Das Geile ist ja, das kostet ja nicht mal in Anführungszeichen so viel, weil wir nur schwarze Steine bekommen und die halt alle groß sind. Das ist halt komplett geil. Das heißt, man muss hier gar nicht, okay, Unterwelt freigeschaltet, so extrem viel auf sich nehmen, damit man hier irgendwie weit vorankommt, ist nicht nötig, weil ihr halt eben, ja, relativ schnell, sag ich mal, hier die Sachen bekommt. Für wenige Skips, sag ich mal so, ne? So. Erstmal einmal alles hier ausgebaut. Dann machen wir mal unseren ersten Kampf hier. Zack. Folterkammer machen wir noch nicht. Wir machen mal hier das Ding. Gleich mal höher. Dann ein Stufe 2er mal raussuchen hier. Zack. Nächster Kampf. Let's go. So. Das gleich mal weiter ausbauen. Okay. Das war jetzt erstmal schon viel Geskippe für die ersten paar Minuten der Folge, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Gladiator können wir leider noch nicht holen, weil, die Seelen haben wir dafür noch nicht am Start. So, und was wir jetzt halt machen, ist komplett schwarze Edelsteine. Wir werden uns die besten aufheben. 262 ist wahrscheinlich das Limit. Oh, 67, ich habe nichts gesagt. Und werden die jetzt mal hier komplett einmal austauschen. Und dann gehen wir natürlich danach, wie es sich auch gehört, in die Dungeons rein. Und dann bin ich gespannt, was wir hier so gepusht bekommen. Die Gilde ist auch schon fleißig am Machen. Ja. Abend nehme gerade das
Video auf für heute. Also ich muss sagen, wirklich ganz liebe Grüße an die Gilde auf EU7, der Gemüsegarten. Ich fühle mich hier wirklich sehr heimisch, muss ich sagen. Die Leute sind ultra nice, die Stimmung ist super, der Chat ist aktiv. Also wir haben es jetzt 3 Uhr morgens, jetzt, also ihr seht es ja, ne? 2:51 Uhr gerade und die Gilde ist aktiv, alle sind am Pushen. Es macht echt Spaß auf jeden Fall, deswegen liebe Grüße gehen raus. Mir fällt der Abschied auch wirklich schwer, aber ich kann leider nicht großartig hier nicht länger auf dem Server bleiben, weil das ist mein 4. Server. Mit EU8 spiele ich gerade 5 Server und das tut mir leid, aber mein Kontingent ist leider begrenzt auf 3 Server. Danach wird es zeittechnisch bei mir halt eben sehr, sehr schwierig. Ja, so, jetzt skippen wir aber erstmal weiter, damit wir hier auch fleißig uns noch weiter schön equippen. So, wie viel brauchen wir denn noch? Oh, was sind das denn für Steine hier? Die sind ja also unter 60, unter 260. Ja gut, dann tauschen wir erstmal weiter die Steinchen hier aus. So, und gucken mal, ob wir noch bessere finden hier. Ich meine, es macht jetzt zwar nicht mehr viel aus. Theoretisch, ja, nur in der Theorie könnte ich die Edelsteine auch gleich für meine Begleiter weiterhin hier nutzen. So, aber wir gehen erstmal, bevor wir in die Schattenwelt gehen, in die Lichtwelt und werden mal schauen, ob wir da schon ein paar Gegner besiegen können. So, wir haben jetzt hier den Stat-Vergleich einmal. Wir sind von... Oh, schwarzes Gold, Dankeschön. Wir sind von 9,3k Geschick auf 10,8, von 8,6k Ausdauer auf 10,6 und halt eben die ganzen Nebenattribute. Ne? Die haben wir halt extrem jetzt nochmal gesteigert, weil schwarze Edelsteine natürlich alles pushen. So, Dämonenportal. Schaffe ich den jetzt schon First Try? Na, ich weiß nicht. Ja, ich glaube nicht. Ich mache jetzt mal normale Dungeons. So, wir fangen mal hier unten an. Das Ganze natürlich auch wieder ohne großartiges Durchgerechnet oder so. Ohne hier vorher die Prozentchancen mir ausrechnen zu lassen. Da habe ich gar keinen Bock drauf auf dem Server. Da bin ich hier nicht tryhard genug für. Aber ja, ich mache das hier einfach just for fun. Und Fun habe ich hier wirklich mehr als genug auf dem Server. Deswegen... So viel dazu. So, da haben wir schon mal den ersten Kandidaten hier. Ja. So, das können wir nämlich schon mal direkt weghauen hier. Und dann machen wir mal weiter in der Lichtwelt. Mal schauen, ich muss mal ganz kurz mal einen kleinen Schluck. Pardon. So, nebenbei liegt schon der nächste Gegner hier. Und dann machen wir natürlich auch gleich weiter. Und dann bin ich gespannt, was wir hier heute noch so gerissen bekommen. Ja, wir haben einen extremen Stat-Boost bekommen und das halt in wirklich kurzer Zeit alleine durch die schwarzen Edelsteine. So, hier scheppert es jetzt hoffentlich gleich, denn die Gegner geben hier ordentlich Erfahrung. So, mal gucken. Komm, der muss liegen hier. Die geben auch garantierte Epics, also es könnte auch gut knallen auf jeden Fall. Komm, das muss jetzt aber hier... Sehr schön. Die geben gut XP. Ja gut, das ist natürlich absoluter Quatsch mit Soße hier. Ja. Jo. Ja, Trap auch ein guter. So, weiter geht's. Mal gucken. Hannes der Kontraktor ist ein Krieger, ein waschechter Krieger. Den sollten wir eigentlich hinkriegen. Ist kein Magier, das heißt, wir haben die Chance auszuweichen gegen ihn. Und damit haben wir ihn auch besiegt. Ja, uiuiuiui, jetzt... Jetzt geht's nämlich los hier. Jetzt geht's nämlich rund. So, das nächste Geschick-Item. Das lohnt sich natürlich hier. Zack. Rüsten wir natürlich auch gleich aus. Heben wir uns auf. Oh, warte mal, schmeißen wir mal in die Toilette, sag ich mal. Oh, dann können wir auch mal steigern hier. So, zack, nämlich so geht das Ganze nämlich hier. Ich habe seitdem das Expeditionsevent ist auf dem Server hier, ne, vorbei ist, ich glaube am 1. diesen Monats war es vorbei, am 1.11., habe ich seitdem her keinen einzigen Tag mehr Alu gespielt auf dem Server. Deswegen, ich bin hier keine großartige Bereicherung mehr für die Gilde. Deswegen, ich wollte auf jeden Fall noch so ein bisschen hier unterstützen, solange der Elevator noch da ist. Die Gilde schneidet so aber so auch echt extrem gut ab. Also die haben hier starke Chancen, die Platz 2 Gilde zu werden auf dem Server. Also das ist schon echt krank. Und dafür, dass die Serge so mehr oder weniger spontan aus dem Boden gestampft hat, muss ich echt sagen, ist die Gilde echt extrem heftig, tatsächlich, ne?
Und wie gesagt, auch mit den ganzen Content-Creatern, die hier auch spielen. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange die noch hier machen werden auf dem Server, ne? Aber auf jeden Fall die Anfangsstartzeit bockt auf jeden Fall extrem. Let's go. Ja, das meine ich halt. Ne? Also der Umgang hier, der ist halt echt cool, auf jeden Fall. Ne? Also EU7 ist ein Server, sage ich ganz offen und ehrlich. Ich hatte lange nicht mehr einen Server, der mir so viel Spaß gemacht hat zum Serverstart. Ne? Also das muss ich mal ganz offen und ehrlich sagen. Das zählt aber halt auch zum großen Teil eben die Gilde mit dazu, weil in den meisten Gilden, wo ich zum Serverstart bin, da ist halt nicht allzu viel los, aber hier merkt man so richtig, hier ist Leben in der Bude, hier macht das Spaß, hier treffen sich die Leute abends und nachts auf dem Discord, ne? Und das ist halt eben auf jeden Fall ein sehr cooles Community-Feeling, wie ich finde, und das macht das Ganze meiner Meinung nach auf jeden Fall auch aus. So, geht's hier noch weiter, ist die Frage. Wie sieht's denn hier aus? Die Blindschleiche ist auch ein harter Blocker, sag ich mal, für Kundschafter. Da kommt man erstmal lange Zeit auch nicht so voran. Und die Gegner hier, wie gesagt, da habe ich halt eben die Prozentchancen jetzt nicht großartig dafür bereit liegen. Okay, der scheint aber so ein bisschen Potenzial zu haben. Die neuen Dungeons sind aber noch nicht so belohnend. Obwohl, das sind ja jetzt mittlerweile auch schon wieder ältere Dungeons. Die neuen Dungeons sind ja eher die Low-Level-Dungeons, sag ich mal. Die geben alle noch nicht so viel XP. Okay, der ging. Mal schauen. Wie sieht es bei den Sirenen aus? Nö. Also was wir jetzt machen könnten, ist folgendermaßen. Wir könnten Schattenwelt gehen. Da geht auf jeden Fall, glaube ich, jetzt noch ein bisschen was. Wir haben halt die Begleiter noch nicht equipped. Das könnten wir zuerst machen. Oder wir gehen erst in den Wirbelwind, weil da brauchen wir die Begleiter nicht. Ja, ich glaube, das machen wir zuerst. Und danach schauen wir mal, was wir in der Schattenwelt noch so anrichten können. Und werden versuchen, unsere Begleiter dementsprechend natürlich auch ein wenig anzupassen. So. Ja, heute 300 ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber ich werde trotzdem auf jeden Fall, soweit es geht, pushen. Ne? Ich glaube, die Begleiter, die werden auf jeden Fall noch mit schwarzen Edelsteinen ausgestattet. Wie gesagt, es ist ja nicht viel, was dazugehört. Ne? Man bekommt immer große schwarze Edelsteine, das ist halt super geil. Das ist ein sehr nices Event. Und auch gerade in Anbetracht auf EU8 bin ich sehr gespannt, was dort auch für Rekorde aufgestellt werden. So, wir gehen mal weiter auf Schaden. Schaden ist auf jeden Fall wichtig. So. Aber ja, ich muss sagen, für meine Verhältnisse war ich hier schon recht weit in den Dungeons. Wir kommen gerade sehr zäh voran. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ist gerade das Motto hier. Es fallen zwar hier und da mal wieder ein paar Gegner, aber es ist jetzt nicht so dieser absolut übertrieben heftige Rush, so wie ich mir das erhofft habe. Okay, jetzt passiert ein bisschen was hier. Ja. So, mal schauen. Ich weiß auch gar nicht, wie sieht es aus mit Waffen eigentlich? Wie sieht es generell aus mit hier den Equipment? Ich glaube, das ist noch einigermaßen neu alles hier. Ich will nur mal kurz gucken, was da an Durchschnittsschaden mehr geht. Ist nicht so viel. Also wir haben noch relativ aktuelles Equipment tatsächlich. Kann sich aber noch ändern, falls wir noch ein paar Dungeon-Gegner heute besiegen sollten. Und ich hoffe mal, das wird auch der Fall sein. Wird vielleicht wieder eine etwas längere Folge heute werden. Aber wird wahrscheinlich das erstmal letzte größere Video zu EU7 werden. Deswegen werden wir das auf jeden Fall auch so gut wie möglich natürlich ausnutzen. So, wie sieht's aus im Schneckenhaus? Die Wirbelwindgegner machen sich ein bisschen schwer. Wir gehen mal in die Schattenwelt, ja. Wir schauen mal, ob wir die erstmal so kriegen oder... nee, ich würde, glaube ich, dann doch noch den ein oder anderen schwarzen Edelstein hier zu Tage befördern. Ja, das ist halt super geil. Geht super schnell hier. Zack, zack. Und das können wir eigentlich auch weg damit. So. Wen wir als erstes ausstatten, ist die Kunigunde hier, weil das ist auch hier mein direkter Gegenpart natürlich. So. Und dann werden wir mal schauen, ob das schon reicht für den nächsten Gegner. Ich will natürlich mit höchstmöglicher Stufe schwarze Edelsteine bekommen, weil die natürlich dann auch ein bisschen besser von den Attributen dann her ist, ne? Ist ja logisch.
Ja, es wird gepusht hier um 3 Uhr morgens. Das ist die Uhrzeit für wahre Macher, keine Lacher. So. War das jetzt der richtige? So, weiter geht's hier. Zack. Alles einsetzen. Boom. Komm. Puff, peng. So, Kunigunde ist ready. So, mal schauen. Reicht das schon für den nächsten Schattenweltgegner? Die Tries sehen auf jeden Fall besser aus, ja? Oh, First Try, das schmeckt. Oh, nochmal First Try, das ist sehr geil. So, neuer Gürtel ist am Start. Intelligenzgürtel. Nee, das wollen wir nicht haben. Ein Kriegergürtel. Ist jetzt auch nicht so lohnenswert. Und nochmal für den Marquardt. Nee. Achso, Dings haben wir nicht hier, ne? Hier heiße Eisen-Event heute hier, Tag des heißen Eisens. Das wäre auch noch ganz gut gewesen. Aber wir machen weiter mit Begleiter Nummer 2. Ja, aber erstmal schauen wir, ob es hier noch weitergeht in der Schattenwelt. Let's go! Sollte noch ein bisschen was gehen. Und dann haben wir ja zur allergrößten Not immer noch den Märchenturm. Da bekommen wir zwar keine XP, aber da bekommen wir halt auch sehr viele Epics raus für die Begleiter, die eventuell auch relativ wichtig sein könnten. Okay, gut, es wird Zeit. Ab in die Mine. Let's go. Rein. Ja, Leute, ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall Spaß an so einer extremen Eskalationsfolge. Ja, sowas gibt es nur zum Black Friday Event. Falls euch das Ganze gefällt, würde es mich auf jeden Fall natürlich sehr supporten und freuen, wenn ihr hier der Folge ein Däumchen nach oben da lasst. Das wäre auf jeden Fall ein Däumchen. Wäre ein Träumchen. Und ja, tut mir zwar leid, dass ich das mal hier und da erwähnen muss, aber manche Schlawiner vergessen das auch einfach, ne? Oder denen gefallen die Videos nicht, das kann auch sein. Aber ich ertappe mich auch ganz oft dabei, dass ich Videos ziemlich abfeiere und dann like ich einfach nicht. Das ist so ein Ding, ja, weiß ich nicht, ich gucke mir das dann an, sage dann so, ja, das war ein geiles Video, aber ich like dann einfach nicht. So, weil man das überhaupt nicht, also ja, nicht dran denkt oder so, ne? Also so geht es mir zumindest persönlich immer. Oder oftmals. So, weiter geht's. Okay, wir equippen jetzt komplett. Also wir hauen jetzt hier komplette schwarze Edelsteine rein. Dann haben wir zumindest die Begleiter hier schon mal durchgespielt. Zack. So, wie sieht's dann aus? Weil das geht ja wirklich extrem schnell. So, zack. Und dann brauchen wir noch einen schwarzen Edelstein und dann sind wir auch schon durch. So, sehr schön. Okay. Begleiter komplett neu ausgerüstet, was die Steine angeht. Und jetzt gehen wir nochmal rein in die Schattenwelt. Jetzt sollte hier noch ein bisschen was fallen. Ja, der First Try. Komm, beiseite. Sehr schön. Nächster Gegner down. Puff, peng. Jetzt geht's hier langsam los. Jetzt fallen die Level. Magiergegner. Okay, ein kleiner Blocker. Aber ich denke mal, der sollte auch relativ schnell liegen. Komm. Komm. Na, jetzt zier dich nicht hier, du Sumpfmampfe. Hab dich mal nicht so. Krieger. Oh ja. Das können wir auf jeden Fall verwerten hier. So. Was haben wir noch? Geschick. Wie sieht es denn eigentlich bei mir aus mit der Klorolle hier? Plus 27. Was hast du? Oh, okay. Da hat die Kunigunde denn auf jeden Fall das Anrecht drauf. Das kann weg. Marquardt 55. Steingewinnung. Oh, und Kriegerhandschuhe, ja, die nehmen wir. Ist ein guter Rüstwert auf jeden Fall. Rein damit. Bumm. So, und weiter geht's in der Schattenwelt, ja. Und jetzt haben wir langsam Level, beziehungsweise jetzt haben wir langsam so viele Level gemacht, dass es sich nachher schon lohnt, so langsam auch wieder vielleicht auf eine neue Waffe zu grinden, weil wir haben es ja auch Epic-Event. Also wie gesagt, gerade das Epic-Event wird auf EU5, denke ich mal, zum Tragen kommen, wie Umzugshelfer. Und ja, uns dort einige Level verschaffen, weil wir uns dort noch öfter umequippen können. Da lohnt sich das halt noch mehr. Törö, so 25 und hier. Ach komm, Kunigunde, du hast heute einen guten Tag. So, let's go. Okay, das hauen wir weg hier. Brauchen wir nicht, die paar Ressourcen. Und ab in die Schattenwelt. Nächster Dungeon ist natürlich geöffnet durch den Schlüssel aus der Mine. Und dann geht es hier fleißig weiter. Ja, 260 sollte heute safe noch drin sein. Haben wir jetzt ja gleich erreicht. Beim nächsten Gegner auf jeden Fall. Kurz davor jetzt. Ganz kurz davor. Ganz knapp. Ja, und dann müssen wir mal schauen, was geht und ob wir
noch, zweimal hier Toilettenpapier. Ja, falls wieder Corona ausbricht und die Leute wieder die Läden plündern, ist es auf jeden Fall nützlich, hier was auf Vorrat am Start zu haben. Plus 16 lohnt sich zwar jetzt nicht, kann ich euch jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber ja, lassen wir jetzt mal. Gut, das ist halt jetzt auch noch ungesockelt. So, wir machen weiter. Okay, ein Magier. Mal schauen, wie es bei den Magiern jetzt gerade aussieht. Der Lava Bob. Oder Lava Blob ist es. Entschuldigung, ich wollte hier nicht diskriminierend gegenüber den Lava Blob werden. Ein sehr schöner Dungeon-Gegner. Ja, wirklich wunderbar sieht er aus. Toll, prächtig, wirklich ganz, ganz klasse. So, komm. Geh zu Boden, du Lava-Boden, Lava-Blob. Ich überlege, Schatten, Lichtwelt. Eigentlich müsste der jetzt fallen gleich, ne? Also vom Ding her dürfte der jetzt sich nicht mehr so, dürfte der sich jetzt nicht so haben hier. Dürfte sich jetzt nicht so zieren. Ja, dankeschön. So, Intelligenzkette. Wie sieht es denn hier aus? Ja, können wir machen, Steine. So, weil steintechnisch können wir uns jetzt halt nicht mehr großartig verbessern. Jetzt müssen wir es halt über die Items machen, die wir finden. Der Krieger sollte eigentlich auch wieder gehen. Sehr schön. Noch ein Krieger. Sehr schön. Was haben wir hier? Noch ein Krieger. Das ist gut. Hauptsache keine Magier. Das sind immer die Blocker hier. Aber ansonsten davon ab sollte es eigentlich relativ machbar sein. Wir könnten jetzt auch theoretisch wieder den nächsten Dungeon freischalten. Oh, okay, hier haben wir einen Magier. Dann schauen wir mal nach dem nächsten Key. Alicia Keys hat sehr viel Keys. Das kann weg, das kann weg. Und hier für den Bertram. Ne. Da drehe ich mich ja komplett. Okay, nächster Schlüssel. Sehr schön. So, Schattenwelt. Rein da. Was haben wir hier? Ein Krieger direkt zum Start. Auch gut. Kann man machen. Ja, wir spammen hier auch ein bisschen rein auf jeden Fall. So gehört sich das doch. So, nächste Stufe erreicht. Sehr schön. Ich glaube, es lohnt sich jetzt tatsächlich langsam eine neue Waffe zu suchen. Müssen wir gleich mal im Shop schauen. Das könnte sich jetzt schon so langsam mal lohnen. Aber vorher versuchen wir mal noch den Geschickgegner hier down zu kriegen. Bis der nächste Magiergegner kommt. Weil das könnte nämlich ein bisschen krachen. Weil bei ihnen hier, glaube ich, weiß ich nicht, könnte es schon wild werden mit den Tries. Brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Schaden. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine neue Rüstung, aber alle Attribute, come on. Das muss jetzt aber auch nicht unbedingt sein. Wenn wir den down kriegen, wäre halt geil. Aber ich glaube, da das ja wirklich ziemliche Blocker sind, die ganzen Magier, versuchen wir mal lieber hier es beim Kundschafter nochmal ein bisschen voranzukommen. Der könnte uns jetzt schon das nächste Level-Up bescheren. Nee, nicht ganz. Krieger, sehr gut. Okay, wie sieht's aus? Oh ja. 260, 261, okay. Also steintechnisch macht es hier noch nicht so viel Sinn, nochmal neu zu graben. Sehr nice. Nächster Gegner down, so macht das Spaß. Ich weiß gar nicht, bei wie viel haben wir angefangen? Bei wie viel haben wir angefangen? 251 oder was? Kann sein, dass wir... Oder bei 250? Ich weiß nicht ganz... Ne, 251 haben wir, glaube ich, angefangen. Stimmt. Ja. Oh, Rucksack schon wieder voll. Gut, Handschuhe. Bisschen Rüstung einbußen, aber bessere Stats. Ja, ich scheiß mal auf die Steingewinnung. Wir haben ja hier noch Steine. Kann weg. Kann weg. Kann auch weg. Kann auch weg. Okay. So, nächster Gegner Schattenwelt. Den könnten wir tryen. Ich glaube, ja, den müssen wir noch besiegen und dann würden wir auch schon wieder den nächsten Dungeon freischalten. Und so geht es halt die ganze Zeit weiter, ne? Also heute auf jeden Fall eine sehr bepackte Folge. Wir müssen unbedingt mal gleich im Laden gucken nach einer neuen Waffe. Ja, so eine schöne neue Epic-Waffe, schöne Spanne, könnte knallen. Wir haben uns jetzt knapp 10 Level verbessert, ungefähr. Das heißt, wir können auf jeden Fall mal wieder gucken nach einer neuen Waffe, aber wir sind jetzt auch schon fast Level up. Das würde ich noch gerne mitnehmen. Ich schaue mal kurz Wirbelwind, ob wir hier noch unser Level up zusammenkriegen noch, so auf schnelle Welle. Und dann würde ich mal
im Shop vielleicht nach einer neuen Waffe blättern. Und dann geht vielleicht auch wieder was in der Lichtwelt. Und da scheppert die XP ja wirklich anders rein. Ne? So, komm. Jetzt zieh dich mal nicht. Der sollte jetzt hier eigentlich noch relativ schnell... ja, okay. Oh, Magier. Das tut weh. Aber der geht auch noch. Sehr schön. Okay. Nächster Gegner sogar auch noch down hier. Haben wir jetzt noch ein bisschen Freiraum vielleicht hier? Waren das vielleicht ein paar Blocker, die uns hier aufgehalten haben? Aha, wie sieht's aus? Ja, nee. Okay, wir gucken mal. Krügerherz kennt keinen Schmerz. Wir gucken mal nach neuen Waffen. So, plus 50. Okay, wir gucken mal. Hoffentlich haben wir ein bisschen Glück. Hoffentlich ist das Glück uns heute ein bisschen hold. Ja, das lohnt sich alles nicht so ganz hier. Aber eine neue Waffe würde ich auf jeden Fall schon fühlen. Das ist jetzt natürlich der tricky Part. Plus 30, Rüstung schlechter, nehme ich jetzt nicht mit. Wäre die Rüstung gut gewesen, okay, hätte man machen können, aber für schlechtere Rüstung ist das eigentlich kein guter Tausch. So. Okay, mal schauen. Was haben wir für eine Spanne hier? 949. Ah, nee. Nee, ist jetzt nicht so geil. Also klar, Kunigunde könnte den mitnehmen. Ich gebe den auch Kunigunde. Aber für mich ist die Spanne halt nicht sehr spannend. So dass das für mich auf jeden Fall flach fällt mit der Waffe. Ich möchte auf jeden Fall eine haben mit einer höheren Spanne. Ja, ob wir das kriegen, das werden wir natürlich heute mal... oh Gott, rauskriegen. So, Steingewinnung, let's go. Zack, zack. Können wir auch gleich nochmal hier verbessern. Wie sieht es eigentlich aus mit Verbesserungen? Ja, ein bisschen haben wir. Machen wir mal gleich auf 8. So. Wir haben ja jetzt auch durch den Elevator noch ein paar Verbesserungen bekommen. Da könnten wir jetzt natürlich auch noch ein paar Punkte rauskriegen. Weil ich spiele jetzt sowieso nicht mehr lange auf dem Server hier. Deswegen kann ich eigentlich auch meine ganzen Verbesserungen gleich in mein Equipment reinknallen. Ich glaube, das werde ich auch machen. Alles andere, wie gesagt, geht ja noch einigermaßen so. Also klar, kannst hier und da ein paar 30 Stats rausholen. In der Summe macht sich das vielleicht bemerkbar. Aber mich interessiert jetzt eigentlich nur noch hauptsächlich die Waffe, die wir ziehen. Oder es hat halt einen extrem guten Rüstwert. So, dann kann man darüber nachdenken, das Item zu equippen. Ja, wir bekommen viele Epics, aber leider nicht so die ich mir so gewünscht habe. Ja. Mal schauen, ob sich das noch ändern wird heute. Schuhe? Auch leider nicht. Oh, Rüstung leider nicht so geil. So, komm, eine gute Waffe mit guter Spanne. Wünsche ich mir jetzt her. Nee, das ist es alles nicht. Oh, jetzt komm, bitte. Ach, Manno. Mann, ey. Ja, ich glaube, Marquardt ist da sogar besser bedient. Der hat da, glaube ich, eine bessere Spanne. Also hätte ich die jetzt gekauft und umgewandelt zu einer Begleiterwaffe. Oh, komm. Ja, ist okay. Also spanntechnisch geht da zwar noch mehr. 692, schauen wir mal. 692 mal 1,5, um die maximale Rechtsrausspanne zu... Okay, geht sogar. Also das ist das, was wir rechts raus an Spanne bekommen können. Und ja, na gut, da sind wir eigentlich relativ nah dran. Ganz kurz mal durchdrehen hier. So, jetzt können wir uns das gute Ding auch leisten. Zack, rein damit, Stein. Bumm, bumm. So, gleich nochmal verbessern hier. Zack, hast du nicht gesehen. 7 mal. Komm, machen wir gleich 8 mal. Und dann schauen wir mal, dass wir das restliche Equipment hier noch überall die Stats noch einigermaßen gleich verteilt kriegen hier. So, zack. Okay, so kann sich das doch sehen lassen. Und dann gehen wir jetzt mal ins Dämonenportal. Okay, schade, nicht First Try. Hätte uns nochmal gut geholfen, auf jeden Fall. Und dann schauen wir nochmal in die Lichtwelt kurz rein. Wie sieht es jetzt hier aus? Achso, habe ich schon verzaubert? Nee. Nee, nicht ganz. Da müssen wir mal ein bisschen Alu spielen.
So, was ich... Jetzt haben wir auch das Glücksrad. Was ich jetzt nicht mehr gemacht habe, großartig. Alu gespielt auf dem Server. Aber für das Gold brauchen wir das auf jeden Fall. Okay. So, eigentlich interessieren mich jetzt die Big Hitter. Die kleinen Fische hier im Teich interessieren mich nicht so. Auch wenn ich die natürlich sehr gerne mitnehme, aber ich möchte natürlich die Gegner haben, die hier viel XP bringen, und das ist das Playa Hauptquartier. Ja, und da schauen wir jetzt nochmal ganz kurz rein. Nachdem wir kurz den Gegner hier aus der Strecke geräumt haben, hier bitteschön auch mal jetzt mal auf mich hören. Nee. Gut, wir spielen übrigens auch das Ganze ohne Arena Manager, ja, das wollte ich auch nochmal noch kurz gesagt haben. Auf den habe ich keinen Bock gehabt, den habe ich gekonnt ignoriert hier auf dem Server, deswegen ja, leiden wir da natürlich auch unter einem gewissen Damage-Verlust, beziehungsweise halt auch unter massiven Lebensenergiemangel und Widerstände und hast du nicht gesehen. Deswegen, ja, das natürlich alles hier nicht ganz so einfach, erhöhter Schwierigkeitsgrad, selbst das Handicap gestellt hier, aber okay, da haben wir keine Schnitte. Aber ich habe auf das Feature absolut gar keinen Bock gehabt hier auf dem Server. Ja, deswegen habe ich es auch sein lassen an der Stelle. So, komm. Hier, Motu mit dem Knüppel. Das wäre jetzt aber nochmal hier ein Highlight, wenn du fällst hier. Ja, wir gucken nochmal Schattenwelt. Beim Elementar rein. Oh, ja, hier geht's wirklich ab. Ja, gut. Märchenturm könnte ich jetzt natürlich für den Flex auch noch schnell pushen. Aber ich spiele ja nicht mal Alu auf dem Server hier, ne? Das ist halt das Ding. Klar, für Epics könnte ich so ein bisschen machen. Ach, come on. Der Alien, der muss jetzt fallen hier. Also wir haben jetzt eine neue Waffe. Ja, dankeschön. So. Oh, und der nächste Magier. Das ist natürlich eine ziemliche Vollkatastrophe. Ach so, das war alle Attribute. Ja, aber vielleicht im Wirbelwind jetzt mit der neuen Waffe ein bisschen. Auf jeden Fall 265. Das sollte definitiv noch Ziel heute sein hier in der Folge. Come on, come on, come on. Wir können ja auch mal gleich nochmal ganz kurz in Märchenturm reinschauen. So für den Flex. Dann verkaufen wir die ganzen Sachen, die wir da kriegen, weil wir die jetzt eh nicht mehr großartig brauchen. Zerlegen können wir die jetzt auch nicht großartig. So, da haben wir uns das nächste Level noch gesichert. Das ist auf jeden Fall auch ziemlich nice. Ja. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz den Märchenturm hier durchrasieren. Zack. Ja, da geht jetzt natürlich einiges hier, ne? Da. Das können wir jetzt mal schauen. Sind die Items hier für die Begleiter aktuell? So, rein damit. Ach, scheiß drauf. Weg. Hab ich jetzt keinen Bock drauf hier. Macht zwar ab und zu mal nicht ganz so viel Sinn, was ich hier mache. Das eine Item wird equipped, das andere nicht. Bitte davon nicht großartig irritieren lassen. Ja, dankeschön. Das ist hier alles, passiert hier alles aus dokumentarischen Gründen auf jeden Fall. So. Vielleicht kriegen wir hier eine sehr geile Begleiterwaffe. Dann könnte sich das auch tatsächlich in der Schattenwelt auszahlen. Weg. Weg. Ja, weg. Weg. Und weg. Und weg. So. Bringt zwar alles nicht, macht das nicht nach. Am besten, ich empfehle euch, behaltet die ganzen Sachen auf, aus dem Wirbelwind, aus dem Märchenturm. Und wenn ihr die nicht braucht, dann zerlegt sie nächsten Tag, bis ihr wieder Zerlegplatz auf jeden Fall habt. Das ist auf jeden Fall deutlich schlauer. Und so holt ihr auch natürlich mehr aus den Dungeons ressourcentechnisch auch raus, als ich das jetzt mache. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt hier nicht mehr großartig lange auf dem Server aktiv sind, lohnt es sich jetzt auch für mich jetzt nicht so großartig. Okay. Ja, hier haben wir nochmal ein bisschen Rüstung mehr. So, da gehen wir nochmal kurz rein. Zack. Ja. Ja, da ging auf jeden Fall noch ein bisschen was. Wir können jetzt natürlich den hier machen, weil Märchenturm bringt auf jeden Fall auch ein bisschen Gold. Können wir auch hier zum Skillen gut benutzen. Alles in Damage rein, weil wir wollen ja hier auf jeden Fall noch unsere Magiergegner aus dem Weg räumen. Und das geht halt nur mit Damage. Bringt ja jetzt Ausdauer nicht viel. Mal gucken. Geht der noch? Oh, ich hätte noch ganz gerne den Motu besiegt, ne? Den Motu mit dem Knüppel im Playa Hauptquartier. Aber ich glaube, da ist heute Schicht im Schacht. Ich glaube, die haben geschlossen. Ja, die sind mir hier auch schon zu anstrengend.
Ich hätte gedacht, dass ich in der Schattenwelt... Okay, der da kracht's hier jetzt schon. Aber bei ihm hätte ich gedacht hier, er könnte vielleicht noch so... Oh ja, oh doch, da ist noch Potenzial oder was. Ja, da bräuchten wir vielleicht eine neue Begleiterwaffe, ne? Dann würde der auf jeden Fall hier fallen. Vielleicht fällt er auch so noch. Ja, man weiß es nicht. Aber die Tries sehen schon echt sehr, sehr gut aus. Ja, die sehen sehr saftig aus. Und vielleicht ist nach diesem Gegner noch ein Kriegergegner, der sieht mir fast so aus. Das ist, glaube ich, dieser Steingigant oder wie der heißt. Oh, nice. Und der fällt dann vielleicht auch. Ich glaube, das equippen wir uns mal. Obwohl, warte mal, was hat Kunigunde davon? Ah, die hat davon mehr, ne? Ja, scheiß drauf. Der Kunigunde geht's heute zu gut hier, ja? Der geht's besser als mir. Oh, und da ist er wieder First Try. Und er auch. Holy shit. Ja, die Krieger, die sind so einfach hier für die Kundschafter. Alter, guckt euch das an. Wir strugglen so und neue Waffe. Oh mein Gott, für Marquardt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Das ist ja krank. Das ist ja absolut krank. Okay. Gut, dass du hier bist. Ja, gut, dass ich hier bin. Gut, dass wir den noch gemacht haben. Weil damit könnten wir jetzt sogar den nächsten Gegner noch besiegen. So, kurz noch die Verbesserung holen hier. So, da haben wir das auch. Alter, mal schauen, ob jetzt noch der nächste in der Schattenwelt liegt hier. Achso, wir können ja auch sogar den nächsten Dungeon wieder freischalten. Let's go, Alter. Mal gucken. So, nächster Dungeon freigeschaltet. Heute wirklich eine XXL-Folge hier am Start. Und auch wieder ein Krieger, ja. Alter Finne. Oh. Hupsi. Da sind wir wohl out of mushrooms heute. Ja, ich glaube, da haben wir ein bisschen auf jeden Fall heute rein eskaliert in die Olga. Aber ich denke mal, so schnell sind die Pilze weg auf jeden Fall auf dem Server hier. Ne? Das ist natürlich auch ein bisschen unangenehm, aber auch natürlich Content Creator haben ihre Grenzen. Deswegen, hat das Ganze hier heute, würde ich mal sagen, auf jeden Fall ein Ende. Aber wir werden, denke ich mal, nochmal am Sonntag hier vielleicht im Livestream ein bisschen angreifen, wenn wir hier noch ein bisschen versuchen, noch ein bisschen zu pushen. Aber wir haben ja jetzt auch schon einen ganz guten Push hingelegt, würde ich sagen, hier. Ne? Und ja, jetzt mit der neuen Marquardt-Waffe, da sehe ich aber nochmal Potenzial wirklich hier bei den beiden Gegnern. Also muss ich schon sagen, da hätten wir jetzt, denke ich mal, noch einiges legen können. Marquardt hat jetzt hier wirklich extrem aufgespielt mit der neuen Waffe. Und ja, da geht es dann nochmal am Sonntag rein. Und wir werden da nochmal versuchen, dann ein bisschen was rauszuholen. Alles klar, gut. Das soll es erstmal soweit für das Video heute gewesen sein. Geht ja jetzt auch schon fast 40 Minuten, also von daher alles cool. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr bis hierhin geguckt habt, bis zum Ende. Ja, das freut mich immer sehr, wenn Leute bis zum Ende die komplette Folge schauen. Das weiß ich immer sehr zu schätzen. Ist ja auch in einer gewissen Art und Weise die Lebenszeit, die ihr mir hier opfert. Deswegen, und Zeit kann einen niemand ersetzen, deswegen weiß ich es umso mehr zu schätzen. Deswegen Dankeschön. Ich wünsche euch auch viel Erfolg, viel Spaß beim Black Weekend und pusht ordentlich, habt Spaß. Immer alles in Rahmen natürlich auch, ne? Überschreitet nicht euer Limit, immer alles so gut es halt eben geht, nach bestem Wissen und Gewissen, ne? Und nicht, dass man nächsten Tag mit einem schlechten, weiß ich nicht, mit einem schlechten Gewissen aufsteht, sage ich mal, dass man jetzt sich hier verschuldet hat, Peter Zwegert wieder vor der Haustür steht, klingelt und zu dir reinkommen will, wieder sein Clipchart aufklappt und dir den nächsten Insolvenzverfahrens Finanzplan vormalt, wie du am besten wieder aus der Scheiße rauskommst, sodass du nicht nach Dubai irgendwie auswandern musst, um halt eben, in einer gewissen... Ja, gut, wir lassen es auch sein. Ja, scheiß drauf. Leute, macht's gut. Ich laber nicht länger. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.